Hallo, ich grüße euch. Jetzt habe ich für meine Bultaco Sherpa 350 die Herausforderung, neue Gas-, Brems- und Kupplungsseilzüge zu fertigen. Dazu habe ich jetzt mal am Tisch hier einiges Material. Außenhüllen in verschiedenen Durchmessern. Dann vor allem für meinen Bremszug für hinten dann so ein Innenrohr, damit das Seil besser gleitet. Dann verschiedene Seile, auch in unterschiedlichen Durchmessern, 2,5, 2, 1,5 mm. Die dünnen sind fürs Gasseil. Beim Gasseil macht es Sinn, welche zu verwenden, die diesen ganz kleinen Nippel bereits fix drauf haben. Dann habe ich verschiedene Nippel, die ich brauche. Also manche kann man kaufen, wie die hier, dann Endhülsen für die Außenrohre, auch in verschiedenen Durchmessern, wie man es braucht. Und manche Nippel die bekommt man gar nicht zu kaufen. Gerade hier bei Bultaco sind besonders viele, unter Anführungszeichen, Spezialnippel verwendet worden, die es so am Markt nicht gibt. Zumindest nicht bei Online-Händlern. Da habe ich mir dann aus Messing selber die angefertigt. Dann habe ich noch ein Werkzeug zum Anfertigen der Enden der Seilzüge, bevor sie verlötet werden. Das ist so ein Werkzeug, das wird dann in den Schraubstock eingespannt und mit einem Dorn kann ich hier ein wunderschönes Seilende drauf machen. Ich weiß nicht, wie man das Werkzeug auf Deutsch nennt. Auf Englisch heißt es Bird Caging Tool, also wie Vogelkäfig-Werkzeug, weil das Ende dann so ähnlich wie bei einem Vogelkäfig aussieht. Habe ich mal selber gefertigt nach einem Video vom Dale Swagger, glaube ich, heißt er. Ein Kanadier oder Amerikaner. Da habe ich mir das angefertigt. Dann braucht man einen sehr guten Kabelschneider und Kabelrohrschneider. Also die sind so geformt, dass sie möglichst wenig das Seil sozusagen aufdröseln oder das Außenrohr verbiegen. Wenn man solche nicht hat, kann man mit der Flex oder mit so einem Stabschleifer mit diesen ganz dünnen kleinen Trennscheiben auch recht gut schneiden. Und dort, wo ich gewisse Anschlüsse verkrimpen muss, habe ich eben eine entsprechend große Krimpzange. Da kann man auch unterschiedlichste Krimpweiten einstellen. Ich fange mal mit dem Kupplungszug an. Der hat hier auf dieser Seite so einen Teil, den habe ich mir hier selber gefertigt aus Messing. Dann vorne diesen Teil, diesen Nippel. Den Gummibalg werde ich wiederverwenden. Und auf der anderen Seite ganz simpel eine Endhülse und auch wieder diesen runden Anschluss. Wichtig ist natürlich ein einwandfreies Ende vom Außenrohr, also nicht so zusammengequetscht wie hier. Deswegen mit einer guten Zange oder eben mit der kleinen Trennscheibe ablängern. Jetzt sieht man, das Innenrohr ist komplett frei. Falls hier noch ein leichter Grat ist, kann man hier noch überschleifen. Aber ist in der Regel nicht wirklich notwendig. Für Seil gilt das Gleiche. Auch hier beim Abschneiden muss das Ende dann einwandfrei sein, nicht ausgefasert. Das Ende wird mit der Krimpzange befestigt. Wichtig immer kontrollieren, ob das Seil dann noch durchgeht.
Passt, das ist fest verbunden. So sieht diese Krimpung aus. Auch bei der Endhülse mache ich eine Krimpung. Hier gibt es einen Gewindeanschluss für die Hinterbremse der Bultaco, wo das Seil hier reingesteckt wird und verkrimpt wird. So sieht das jetzt fertig aus. Am Seilende muss ich die letzten Millimeter etwas erweitern, damit ich beim Löten nicht nur eine Lötverbindung habe, sondern auch einen gewissen Formschluss. Das macht einfach die Lötung deutlich stabiler. Dazu habe ich hier mein sogenanntes Birdcaging Tool. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Das hat für unterschiedliche Seildurchmesser so Bohrungen, wird dann zusammengesteckt, im Schraubstock fixiert. Da wird jetzt das Seil geklemmt. Jetzt, das ist genauso hergestellt, dass das Seilende hier bündig sein muss. Also ich klopfe es hier bündig. Ziehe es jetzt stark an und dann gibt es hier so einen Dorn mit einem Innenkonus, den ich hier ansetze und mit dem Hammer das Seilende forme. Wenn ich das jetzt auseinander nehme, jetzt habe ich hier ein wunderschönes Seilende, das in diesen Nippel reinpasst und bereit ist zum Verlöten. Ich verlöte das im Lötbad. Das hat so ca. 320 Grad. Nehme ein bisschen Lötfett, mit dem ich das Ende hier gut einstreiche. Dann den Nippel drauf schiebe. Jetzt nochmal hier die Oxidschicht und den Schmutz zur Seite schieben. Und da ja Messing eine niedrigere Dichte hat wie Blei, wird es aufschwimmen, deswegen halte ich es hier fest. Und tauche das hier ein. Muss ein bisschen warten, bis das Messing die Temperatur angenommen hat. Jetzt habe ich hier eine Verlötung und der ganze Hohlraum ist mit Zinn gefüllt. Jetzt muss ich noch, so habe ich das überschüssige Lötzinn weggefeilt. So sieht der fertige Nippel aus. So sehen die ganzen Bowdenzüge fertiger Motorrad aus. Hier die Kupplung, neues Gasseil, neues Bremsseil. Hier das noch komplett neue, die neuen Teile fürs Bremsseil mit der Isolierung vom Seil, dass der Schmutz nicht so reinkommt. Und hier geht diese Isolierung in so einen Benzinschlauch rein, damit da kein Dreck reinkommt. Und auf der anderen Seite, hier ist ja der Bremszug mit dem Faltenbalg, hier die neuen Teile. Und diesen Bereich hier, der hier direkt beim Auspuff ist, habe ich noch mit so einem Isolierstoff abgedeckt. Ja.